Dr. Mords ist ein mörderischer Mediziner. Das zeigt eine kriminelle Energie, die ist wirklich bemerkenswert. Die Geschichte klingt eigentlich wie ein Thriller aus Hollywood. Ein Doktor aus dem Odenwald ermordet zweimal aus Habgier, um an Geld zu kommen. Sein Testament hatte die Kripo auf die richtige Spur gebracht. Das war nämlich gefälscht. Der Tote lag an der Kante. Unter dem Kopf fand sich eine Blutlache. Dieses Gewehr war natürlich auffällig, weil wer legt sich ein Gewehr in den Hof? Das Bauchgefühl hat sich dann wirklich verstärkt zu einem ganz dringenden Verdacht. Der hat geheult wie ein Schlosshund. Dieser Schauspieler, das stimmt doch hinten und vorne nicht, was der uns vorspielen will. Dr. R. geht über Leichen. Für das Gericht kommt nur er als Täter in Frage. Dass ein Arzt zu diesen Taten fähig ist, das hielt ich für unmöglich. Dieser Dr. R. ist nicht krank. Der ist nur böse. Dass da drinnen ein Raubtier schlummert, das war mir schon klar. Aber ich dachte, er hätte es unter Kontrolle. Strange is the absence of the light. 1984, 2 Tage vor Silvester. Es ist ein kalter Wintertag. Gegen 15 Uhr geht bei der Freiwilligen Feuerwehr in Höchst im Odenwald eine Brandmeldung ein. Der 29.12.84, da war ich zu Hause in meinem Elternhaus. Das ist hier vom Feuerwehrhaus gerade um die Ecke. Es kam die Alarmmeldung, dass in der Bismarckstraße Rauch aus dem Dach steigt. Jürgen Hild ist einer der Ersten, die an der Brandstelle ankommen. Eine große Arztpraxis mitten in der Kleinstadt Höchst im Odenwald. Wir sind dort angerückt, haben das Fahrzeug verlassen, haben erst mal erkundet, was überhaupt los ist und haben tatsächlich auch den Qualm gesehen, der da unter den Dachziegeln ausgetreten ist. Keine Flammen, nur Qualm. Wir als erster Atemschutztrupp haben uns ausgerüstet und sind dann vorgegangen. Wir haben die Scheibe eingeschlagen mit einer Axt und über die geöffnete Scheibe sind wir dann in das Gebäude rein und haben sofort gesehen, hier ist irgendwas faul, hier stimmt was nicht, weil es war alles mit Papier ausgelegt. Hinter dem Empfang hatte man Schubläden aufgezogen, da waren die Patientenakten drin. Die waren so terrassenförmig aufgezogen und das hat geklimmt und das hat den Qualm verursacht. Wir sind dann in den Räumen rum, haben erkundet und haben festgestellt, oha, da ist ein Elektrokocher installiert mit einer Zeitschaltuhr. Von diesem Kocher aus ging eine Schwarzpulverspur in die verschiedenen Räume. Wir haben gesehen, verdammt, da ist ja ein Loch in der Wand. Und das Papier mit der Schwarzpulverspur führt durch das Loch durch in eigentlich ein anderes Gebäude. Ja. Wir haben dann in dem Wohngebäude den Hauseigentümer leblos neben seinem Bett vorgefunden. Das war dann sofort ein Fall eigentlich für die Kriminalpolizei. Die Polizei macht sich sofort an die Ermittlungen. Die Leiche war zum Teil entkleidet, das heißt, die Hose und Unterhose waren runtergezogen bis in Kniehöhe, Hemd und Unterhemd hochgeschoben bis an die Brust. Das heißt, im mittleren Bereich des Körpers war er nackt. Unter dem Kopf fand sich eine Blutlache und es zeigte sich eine Blutabbringspur
aus der Nase. Wie es zu dem Tod des Herrn Buchhammer kam, war zunächst mal schwer zu erklären. Es konnte ein Unfall gewesen sein. Es konnte auch natürlich ein unnatürlicher Tod gewesen sein. Auffällig war der zeitliche Zusammenhang und der räumliche Zusammenhang mit dem Brand. Und dass ein frischer Mauerdurchbruch zwischen den Praxisräumen und der Wohnung geschaffen wurde. Der Zusammenhang drängte sich auf, aber er war zunächst nicht zu erklären. Um 4:30 rum kriegte ich einen Anruf, angeblich LKA. In der Praxis hätte es gebrannt und ich sollte doch mal schnell rauskommen. Und habe ich dann gesagt, verarschen kann ich mich auch leider und habe den Hörer aufgelegt. Und ein paar Minuten später ging dann wieder das Telefon, dieselbe Stimme. Und der sagte dann auch, also bitte nicht auflegen, das ist kein Scherz. Und wenn ich könnte, sollte ich so schnell wie möglich rausfahren. Naja, und das habe ich dann auch gemacht. Da steht man ja da erst ein bisschen verloren, weil man gar nicht glauben kann, dass man einen Tag vorher dieses Gebäude heil verlassen hat. Chaos ohne Ende. Und ja, dann fiel mir halt auf, dass der große Teppich aus dem Entree nicht mehr da war. Und ein spezielles Gemälde an der Wand war ausgetauscht mit einem uralten Schinken, den sich keiner an der Wand hängen würde. Und man führte mich dann auf ein großes Loch zu, was in der Wand gehauen war. Da war ich total verdutzt. Also, das war ja nicht. Kurz dahinter lag dann der damalige Vermieter, zusammengesackt, eigentlich wie ein Schlafender. Und den konnte ich dann als dementsprechende Person auch identifizieren. Das Interessante an diesem Setting ist schon mal, dass offensichtlich nicht jemand probiert hat, ein Tötungsdelikt zu begehen und danach dort Feuer zu legen, um die Spuren zu verwischen, sondern der Tote liegt in der Einwohnung, die versuchte Brandstiftung in der Arztpraxis. Es sind, wenn man so will, 2 Tatorte. Es ist vollkommen klar, dass es dazwischen eine Verbindung geben muss, aber zu diesem Zeitpunkt war noch vollkommen unklar, welche. Zuerst sammeln die Ermittler so viele Informationen wie möglich über das Opfer. Daraus erhoffen sie sich Rückschlüsse, was dem Mann widerfahren ist. Der Herr Buchhammer war 66 Jahre alt, war ledig, hatte keine Verwandten, lebte sehr zurückgezogen, sehr sparsam, so wie uns geschildert wurde. Eigentlich ein sehr unauffälliger Mensch. Er protzte, er wäre sehr reich, wohlhabend. Er besäße Ölgemälde und Gold. Wir haben die Wohnung des Hausvermieters natürlich auch untersucht und auch Zeugen befragt, inwieweit er im Besitz von Bargeld oder von teuren Sachen war. Und ja, da gab es überhaupt keine Hinweise. Der Buchhammer hatte jahrelang ein Bekleidungsgeschäft geführt in Höchst. War auch ein beliebter Mensch gewesen, war nett und freundlich. Der hat sich sehr oft bei uns in der Praxis zum Kaffee aufgehalten. Und das wurde auch zugelassen, weil er unter anderem auch so kleine Hausmeistertätigkeiten gemacht hatte. Es stellte sich heraus, dass Herr Buchhammer ein sehr zurückgezogenes Leben geführt hat, nur selten sein Haus verlassen hat, dass er ein sehr ängstlicher Mensch gewesen ist, der kaum Kontakt hatte zu fremden Menschen, der auch davor zurückscheute, fremde Menschen in seine Wohnung zu lassen. Was uns auch erzählt wurde von Nachbarn, dass er sich sehr darüber gefreut hatte, dass er eine Hälfte seines Hauses an eine Arztpraxis vermieten konnte, was ihm sehr viel Geld eingebracht hat. Also war für ihn sehr positiv. Und da war uns eigentlich relativ klar, dass
eine Brandstiftung durch ihn eigentlich könnte man ziemlich ausschließen. Da hätte er keinen Grund, kein Motiv gehabt, sich die beste Einnahmequelle dann wieder versiegen zu lassen, indem er das Ding ansteckt. Irgendwelche Anhaltspunkte, dass er in dunkle Geschäfte verwickelt sein könnte, ergaben sich nicht im geringsten. Ganz im Gegenteil. Die Wohnung des Geschädigten hatte einen eigenen Eingang, die Praxis auch. Beide waren verschlossen. Die Wohnungstür von dem Hauseigentümer sogar von innen und der Schlüssel steckte. Wir hatten keinerlei Aufbruchsspuren von außen, sodass wir davon ausgegangen sind, dass wohl irgendjemand entweder Zutritt bekommen hat bzw. einen Schlüssel hatte. Die teuren Geräte, die großen Geräte aus der Praxis, die waren aus den Räumen rausgeräumt und standen im Flur. Und sternförmig von dieser Herdplatte aus waren breite Papierbahnen ausgelegt zu den Geräten und auch in geöffnete Schränke. Also der Brandstifter wollte wohl, dass das Ding da richtig in Schutt und Asche gelegt wird. Es zeigte sich, dass die Papierbahnen mit Benzin getränkt waren. Der einzige Umstand, weshalb es nicht zu einem größeren Brand geführt hatte, war mangelnder Sauerstoff. Es waren alle Türen und Fenster geschlossen. Wäre nur ein Fenster gekippt gewesen, wäre innerhalb von Minuten das gesamte Gebäude in hellen Flammen gestanden und bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Vorbereitungen für die Brandlegung waren dermaßen intensiv, dass man davon ausgehen musste, das kann eigentlich keiner von außen gewesen sein. Und wer hätte als Außenstehender wissen sollen, was da alles vorhanden ist? Noch am Abend des Brandes erschien dann auch der Dr. R., der die Arztpraxis betrieben hatte. Und er war dann furchtbar erschüttert. Also seine ganzen schönen Geräte und Räumlichkeiten, wo er Geld investiert hatte, und die Praxis sei so gut gelaufen seit einem Jahr. Ein Polizeibeamter versuchte ihn noch zu trösten und sagte zu ihm: Herr Dr. R., Sie sind doch sicher versichert gegen diese Schäden. Woraufhin er antwortete: Nein, ich bin nicht versichert. Als ich den dann abends bei uns im Feuerwehrauto sitzen sah, hat er geheult wie ein Schlosshund. Wer tut mir sowas an? Wer will meine Praxis da in Flammen aufgehen sehen? Hat er sich so ganz theatralisch auf die Treppe vorm Gebäude gesetzt und die Hände vors Gesicht gehalten und fing dann furchtbar an zu weinen. Und ich weiß nicht, was mich da gerührt hat. Jedenfalls habe ich dann zu meinen Kolleginnen gesagt: Dieser Schauspieler, das stimmt doch hinten und vorne nicht, was der uns da vorspielen will. Und dann tippte mich ein Kriminalbeamter von hinten auf die Schulter und sagte: Was haben Sie denn da gerade von sich gegeben? Die Obduktion wurde am nächsten Tag durchgeführt. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass Buchhammer an seinem eigenen Blut erstickt ist, das aus der Blutungsquelle innerhalb der Nase in die Luftwege gelangt ist, die Luftwege verschlossen hat und dort innerhalb von ca. 15 bis 20 Minuten zum Tod geführt hat. Wobei die Ursache der Verletzung nicht konkret festzustellen war, ob das eine äußere Gewalteinwirkung war, beispielsweise durch einen Schlag oder einen Sturz, oder aber durch eine innere Manipulation mit einem spitzen Gegenstand innerhalb der Nase. Die Gerichtsmedizin hat sowohl im Rahmen der feingeweblichen Untersuchungen der Organe der Leiche als auch bei der toxikologischen Untersuchung des Blutes keine weitergehenden Erkenntnisse erlangt. Der wesentliche Befund der Obduktion war, dass der Tod durch eine sonstige Ursache, Organversagen, Organschaden,
nicht zu erklären war. Was allerdings die große Frage war, warum waren die natürlichen Abwehrreflexe des Herrn Buchhammer nicht aktiv? Es war klar, dass eine Bewusstlosigkeit vorlag, aber die Ursache war fraglich. Die Kriminalpolizei in Erbach steht vor einem Rätsel. Schnell gerät der 37-jährige Orthopäde Dr. R. in den Fokus der Ermittlungen. Hat er was mit dem Tod und dem Brand zu tun? Vom Motiv her überlegt man sich dann, wer hat Interesse daran? Und wir kamen dann irgendwo schon so langsam zu dem Verdacht, dass vielleicht der Arzt doch irgendwas mit zu tun hatte. Dr. R. war noch gar nicht so lange in Höchst. Er führte diese Praxis etwa ein Dreivierteljahr lang. Die Praxis florierte allerdings in der Zeit. Er war ein sehr angesehener Orthopäde. Wir hatten einige Kollegen, die bei ihm in Behandlung waren und auch so viele Leute aus Höchst, aus dem Bekanntenkreis waren Patienten und hatten eigentlich immer nur eine gute Meinung von ihm. Das erste halbe Jahr war sehr angenehm zu arbeiten, aber dann fing dann die Stimmung an zu schwanken. Er hatte dann mehr so den Fokus aufs Geldverdienen gelegt und hat so einen Eindruck gemacht, so er wäre halt der König von Höchst und gibt sich dementsprechend auch einen neuen großen Mercedes kaufen und ja, wie gesagt, teure Gemälde und Skulpturen und großen Perserteppich im Entree und lauter solchen Dingen. Er wurde auch sehr schnell jähzornig, sehr laut. Doch welchen Grund soll Dr. R. gehabt haben, seine gut gehende Praxis anzuzünden? Bei der Überprüfung seiner Aussagen stellt sich heraus, Dr. R. hat gelogen. Die Ermittler stoßen auf ein Tatmotiv. Kurz vor dem Brand hatte der Arzt eine Versicherung zusätzlich abgeschlossen, nochmal erhöht. 1 Million fürs Inventar und 600.000 Betriebsausfall. Und was dann noch bemerkenswerter war, das Ganze hat er bei 2 verschiedenen Versicherungsgesellschaften, also quasi doppelt abgeschlossen. Es ergab sich dann so der erste Tatverdacht, dass da wohl was nicht stimmen könnte. Sprechstundenhilfe Eva Maria hat Dr. R. einen Tag vor dem Brand in der Praxis getroffen. Nur sie und der Arzt waren noch im Haus. Am 28.12. war die Praxis insofern nicht belegt, also keine Patienten da. Und ich musste noch einige Gutachten tippen und ein paar Arztberichte. Es war geputzt, es lag nichts in der Gegend rum. Jedes Bild hang an seinem Platz und alles war wie immer. Bin um kurz vor 12 mit einem guten Gruß zum neuen Jahr aus der Praxis verschwunden. Ja, hat dann noch so einen Scherz auf den Lippen gehabt, dass er sich beeilen müsste, seine Familie im Urlaubsort schnell zu erreichen. Weil er wollte ja auch was von dem Tag noch haben. Die einzigen Leute in der Praxis waren mein Chef und ich. Als Zeuge fand man jemanden, der sagte, der weiße Mercedes-Geländewagen vom Dr. R., der stand an diesem Tag an der Praxis auf dem Parkplatz dort. Wir haben dann weiter ermittelt und kamen dann dahin, dass der Dr. R. am Vormittag, so sagte er, noch mal an der Praxis war und auch an der Wohnung des Buchhammer, des Vermieters. Dieser habe nicht geöffnet. Er habe in die Praxis auch nicht reingekonnt, weil er die Schlüssel dem Vermieter gegeben hatte. Das sollte renoviert werden, sowohl die Praxis als auch ein Durchbruch zu der Wohnung des Buchhammer gemacht werden, weil er noch zusätzliche Räume anmieten wollte. Und daraufhin sei er am 29. dann vormittags mit seiner Familie zu seinen Eltern in die Nähe von Schwäbisch Hall gefahren. Damit hatte er natürlich erstmal ein Alibi. Die Tatsache, dass eine Zeitschaltuhr verwendet wurde, macht es natürlich auch dann einfach für jemanden, ein Alibi vorzutäuschen. Da kein richtiges Feuer ausbrach, wissen die Ermittler nicht, wie lange die Herdplatte schon glühte und somit auch nicht, wann die Zeitschaltuhr aktiviert wurde.
Dr. R. versucht erst einmal, die Ermittler auf eine andere Spur zu bringen. Gleich am nächsten Tag hat er gegenüber den Polizeibeamten erklärt, dass er in den zurückliegenden Monaten wiederholt Opfer von Erpressungen gewesen ist, von Schutzgelderpressung. Er sei brieflich aufgefordert worden, bestimmte Geldbeträge innerhalb der Praxis unter einem Tisch im Badezimmer beziehungsweise auf der Patiententoilette zu deponieren, was er auch getan hätte. Bei der nächsten Zahlungsaufforderung hätte er allerdings nicht mehr gezahlt. Und das wäre möglicherweise eine Erklärung für das Geschehen. Daraufhin haben wir das überprüft und haben festgestellt, dass dieser Spülkasten press an die Wand gedübelt war. Also da konnte man überhaupt nichts dahinter klemmen. Als wir das dann vorgehalten haben und dann sagte er, ach, er hat sich getäuscht. Er hat diesen Umschlag unter die Klappe dieses Wasserbehälters geklebt. Das war natürlich dann auch wieder zu widerlegen, denn erstmal wäre der Umschlag nass geworden und außerdem klebte da wahrscheinlich sowieso nichts an diesem feuchten Deckel da. Ne? Und dann, ja, da wurde dann auf Vorhalt ziemlich unwirsch und sagte, das weiß er jetzt auch nicht mehr, es wäre auch völlig wurscht. Wäre dem so gewesen, dass andere Ärzte auch erpresst worden wären, dann hätten wir das unter den Arzthelferinnen in so einem kleinen Ort, hätte sich das rumgesprochen. Das hätten wir 100%ig mal mitgekriegt. Das glaube ich in keinster Weise. Man musste ihn so einschätzen, dass er ein bisschen überheblich war und sehr von sich selbst überzeugt. Deshalb hat er uns immer wieder irgendwelche Geschichten erzählt und gab damit uns die Möglichkeit, das zu widerlegen. Beim Verhalten von Dr. R. fällt was Interessantes auf. Er lügt über Dinge, die leicht zu überprüfen sind. Er lügt über Dinge, von denen ihm klar sein müsste, dass sie herauskommen werden. Man könnte sagen, er ist ein pathologischer Lügner und er zeigt eine Eigenschaft, die nennt man Carefree Non-Planfulness, also eine sorglose Planlosigkeit beim Lügen, eine Unachtsamkeit und eine Gleichgültigkeit darüber, dass es herauskommen kann. Noch interessanter ist es, was passiert, wenn Dr. R. beim Lügen auf frischer Tat ertappt wird. Stellen Sie sich vor, Sie sagen der Polizei, Sie haben einen Umschlag hinter den Spülkasten geklebt. Dann sagt der Polizist, alles klar, kommen Sie mal mit ins Bad, zeigen Sie mir das mal. Die meisten Menschen würden schon auf dem Weg zum Bad im Erdboden versinken, nervös werden, einen roten Kopf bekommen und alle Anzeichen der Nervosität zeigen. Das ist bei ihm anders. Er ändert einfach die Geschichte, aber er bleibt souverän. Er zeigt eine Eigenschaft, die man in der Psychologie manchmal als furchtlose Dominanz bezeichnet. Furchtlose Dominanz bedeutet das Fehlen von Angst in Situationen, in denen sie da sein müsste. Es ist einfach ausgedrückt eine James-Bond-artige Souveränität in Situationen, in denen andere in Panik verfallen. Und das kann durchaus überzeugend sein. Der Tatverdacht gegen Dr. R. erhärtet sich. Staatsanwalt Maurer beantragt einen Durchsuchungsbeschluss für Wohnung und Praxis von Dr. R. Auch sein Telefon wird ab diesem Moment abgehört. Der Dr. R. hatte ein Haus gemietet, so etwa 500 Meter vom Tatort entfernt. Dort lebte er mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter. Die waren zu Hause, wir haben geklingelt. Seine Frau war ziemlich schockiert, muss ich sagen, weil die war sehr überrascht und fand das also absolut auch nicht in Ordnung, dass die Polizei da jetzt im Haus ist. Aber der Dr. R. hat das relativ leicht genommen. Ja. So wie gesagt, nach dem Motto, was wollen die mir anhängen? Wir haben dann die Wohnung durchsucht und fanden unter anderem ganz konkrete Baupläne für eine neue Praxis in München. Hintergrund war gewesen, dass er zu dem Zeitpunkt des Brandes bereits geplant hatte, Höchst wieder zu verlassen. Und zwar hat er zu diesem Zeitpunkt bereits in der Nähe von München ein Grundstück erworben. Auf diesem Grundstück sollte ein Wohnhaus und eine Praxis errichtet werden. Weiterhin fanden wir schriftliche Unterlagen, in denen hatte er die Finanzierung seiner neuen Praxis dokumentiert, durchgerechnet. Auffällig war, das ganze Ding sollte 1,4 oder 1,6 Millionen kosten. Und er hat bei dieser Berechnung dieser Kosten
Aufstellungen gemacht mit V1, V2 und das waren genau diese Beträge, die die Versicherung im Versicherungsvertrag quasi abgeschlossen hatte. Es fand sich in den Kellerräumen auch ein Beil mit weißen Anhaftungen. Und es bestand aufgrund dessen ein gewisser Anhaltspunkt, dass mit diesem Beil an dem Mauerdurchbruch in dem Anwesen gearbeitet wurde. Dazu gab er uns dann die Auskunft, er habe diese Axt benutzt, um seinen Weihnachtsbaum anzuspitzen, damit er in den Halter passt. Und auch Vorhalt, dass da ja Anhaftungen, weiße Gipsanhaftungen dran sind. Ja, er hatte da so einen Bimsstein, auf den hat er da den Baum gestellt und dann gehackt, also muss das von dem Bimsstein sein. Das LKA hatte festgestellt, dass diese Axt tatsächlich benutzt wurde, um diesen Wanddurchbruch zu machen. Sowohl Gipsanhaftungen als auch die Formspuren im Gips waren also einwandfrei dieser Axt zuzuordnen. Dr. R. hat als einziger ein Motiv, Leonhard Buchhammer zu töten. Und auch die gesammelten Indizien sprechen gegen ihn. Doch der Staatsanwalt braucht mehr für eine Mordanklage. Er braucht Beweise. Der Tod Buchhammer spielte zunächst keine weitere Rolle mehr. Für mich lag eindeutig auf der Hand, dass Dr. R. nicht nur versucht hat, seine Praxis anzuzünden, um doppelte Versicherungsleistungen zu kassieren, sondern für mich war auch klar, er hat die Tötung Buchhammer vorgenommen. Ich wusste nur nicht, wie. Um einen Mordvorwurf zu erheben, hätte ich ihm nachweisen müssen, was genau er getan hat und wodurch genau er die Tötung herbeigeführt hat. Wir mussten dann unsere Ermittlungen soweit abschließen. Wir sind dann einfach nicht mehr weitergekommen. Die Brandstiftung war klar. Der versuchte Versicherungsbetrug war auch klar für uns ermittelt. Was absolut nicht nachvollziehbar war, war der Zusammenhang zu der Leiche des Buchhammer. Es wurde dann ein Haftbefehl gegen Dr. R. erlassen. Und der Haftbefehl hatte zum Gegenstand, zum Vorwurf, versuchte schwere Brandstiftung. Und dass zu dem Zeitpunkt der Anklageerhebung wegen der Brandsache das Todesermittlungsverfahren eingestellt wurde. Das ist sehr deprimierend, gell, wenn man dann so ermittelt und man hat natürlich auch den Ansporn, gerade so ein Kapitaldelikt dann zu klären, wenn es um einen Mord geht. Aber es gab auch bei den weiteren Ermittlungen keine Hinweise mehr. Sehr unangenehm dann, wenn man so eine Sache da nicht auf den Grund gehen kann, ganz klar. Dr. R. bleibt auf freiem Fuß. Es bestehe keine Fluchtgefahr, so der Haftrichter. Der Orthopäde betreibt seine Praxis in Höchst weiter. Sie läuft so gut wie vor dem Brand. Ein paar Monate vor Prozessbeginn machen die Ermittler eine spektakuläre Entdeckung. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, an dem ich einen Anruf bekommen habe von der Gerichtsmedizin in Frankfurt. Herr Maurer, wir haben jetzt die Erklärung.